Schon gehört? Sony hat endlich den PS5-Controller vorgestellt. Schnittig weiß ist das Teil und hört auf den Namen DualSense. Wenn sie so weitermachen, bekommen wir als nächstes das Netzteil zu sehen und dann irgendwann vielleicht auch die eigentliche Konsole. Wobei ich es ja eigentlich merkwürdig finde, dass so viele Menschen dem Design der Konsole so viel mehr entgegenfiebern als dem Design des Controllers. Den hat man ja schließlich ständig in der Hand. Oder zockt ihr vielleicht so? DualShock dankt also ab. Damit geht eine generationenandauernde Herrschaft in meinem Fernsehschrank zu Ende. Und ein Teil von mir ist schon mal von vornherein froh über das ziemlich andersartige Konzept. Im dunklen Wohnzimmer habe ich es schon manchmal fertiggebracht, nach dem falschen PlayStation-Controller zu greifen, nur mich dann zu wundern, warum eigentlich nichts funktioniert. Ein jahrelanger Albtraum geht endlich zu Ende. Wobei, vielleicht fängt jetzt bald ein neuer an, denn die anderen beiden Platzhirsche, also Nintendo Switch und Xbox One, haben Controller, die dem DualSense doch schon sehr ähnlich sehen. Und bevor sich ein Witzbold in den Kommentaren jetzt zu Wort meldet, natürlich meine ich nicht die Joy-Cons, sondern den Pro-Controller. Aber die bunten Maschinchen bringen mich auf einen interessanten Gedanken. Wie gut können eigentlich kleinhändige Individuen, also sowas wie ich, mit dem DualSense umgehen? Selbst ausprobieren dauert wohl noch eine Weile, aber wenn sich das Ding als ähnlich massig herausstellt wie der Xbox One Controller, dann bedeutet PlayStation zocken bald verkrampfte Fingerchen. Wie wär's mit einer Runde Mitleid für mich, Trump und alle weiteren Betroffenen? Immerhin heißt es in der Ankündigung von Sony, dass sie hart daran gearbeitet haben, dass sich der DualSense kleiner anfühlt, als er aussieht. Es besteht also Hoffnung. Ist aber schon spannend, oder? Ich meine, Controller werden immer besser, technischer, ergonomischer und natürlich auch hübscher. Aber das Thema Handgrößen fällt irgendwie unter den Tisch. Große Hände kommen beispielsweise oft nicht mit Joy-Cons klar. Kleine Hände haben ihre Probleme mit Xbox One-Controllern. Vielleicht wäre es also mal an der Zeit, nicht nur verschiedene Farben, sondern auch verschiedene Größen anzubieten. Sowas wie DualSense S, M und L. Vielleicht dann ja bei der PS6. Jetzt bekommen wir erstmal eine Einheitsgröße, Tempest 3D Audio Tech und haptisches Feedback. Ich bin ja nur froh, dass das Sense im Namen DualSense, also der Sinn, nicht etwa für Geschmack oder Geruch steht, sondern für den Tastsinn. Oder wolltet ihr schon immer mal wissen, wie ein Zombie-Spiel à la Days Gone schmeckt oder riecht? Spiele sollen mit diesem Controller immersiver sein. Die adaptiven Schultertasten das Ziehen einer Bogensehne spürbar machen. Wenn ihr mit einem Auto durch Matsch fahrt, sollt ihr das an der Steuerung merken. Aber irgendwie habe ich da das Gefühl, dass uns vor allem einiges erwartet, das nicht unbedingt ins Familienwohnzimmer gehört. Bleibt die Frage, wie genau das alles funktioniert. Da hüllt sich Sony noch in Schweigen. Aber vielleicht kann man sich das so ähnlich vorstellen wie die in HD vibrierenden Joy-Cons. Es ist aber weder der Technikkram noch das eingebaute Mikro, was gerade für gehobene Augenbrauen bei Fans sorgt, sondern das Design. Ganz anders als vorher und vor allem erstmals weiß. Na gut, schwarz-weiß. Sieht ein bisschen aus, als hätte sich ein DualShock eine weiße Jacke mit fetten Schulterpolstern übergeworfen. Und das wiederum macht die online kursierende Idee, dass die Analogsticks irgendwie an Brüste erinnern, fast nachvollziehbar. Ich hoffe nur, dass es den DualSense auch in einer weniger schmutzanfälligen Farbe gibt. Da hilft auch kein hübsches Leuchten rechts und links vom Touchpad. Weiß sieht nur blitzsauber gut aus. Und ein Gegenstand, der so viel Zeit in oft schwitzigen Händen verbringt, bleibt einfach nicht lange sauber. Wobei ich ja sagen muss, wenn die Farbe sich als einziges Problem dieses Controllers rausstellt, dann darf wirklich eigentlich niemand meckern, oder? Mir persönlich gefällt's Design ziemlich gut. Wie sieht's bei euch aus? Gut? Schlecht? Mittelmäßig? Schreibt's mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.